Warum sagt man das Auto des Mannes, aber die Tasche der Frau? Und warum hört man oft am Ende des Tages? Genau darum geht es heute. Ich erkläre dir den Genitiv ganz einfach, damit du Besitz, Zugehörigkeit und typische feste Ausdrücke im Deutschen endlich sicher verstehst. Der Genitiv zeigt meistens Besitz oder Zugehörigkeit. Er beantwortet oft die Frage wessen? Zum Beispiel das Auto des Mannes. Wessen Auto? Des Mannes. Oder die Tasche der Frau. Wessen Tasche? Der Frau. Das ist die wichtigste Grundidee. Schauen wir auf die Struktur. Sehr oft hast du zuerst ein Nomen und danach kommt eine Genitivgruppe. Zum Beispiel das Auto des Mannes, der Name des Kindes, die Farbe des Autos. Die Genitivgruppe steht also oft direkt hinter dem Nomen und gibt zusätzliche Informationen. Jetzt kommt die wichtigste Formregel. Im Genitiv ändern sich die Artikel so. Der wird zu des, das wird zu des, die wird zu der und die im Plural wird auch zu der. Das musst du gut kennen, denn genau daran erkennst du den Genitiv oft sofort. Bei maskulin und neutral kommt oft noch etwas dazu. Das Nomen bekommt sehr oft ein s oder es. Deshalb sagen wir des Mannes, des Kindes, des Tages, des Autos. Diese Endung ist ein ganz wichtiger Teil vom Genitiv, also nicht nur des Mann, sondern des Mannes. Bei femininen Nomen und oft auch im Plural ist es einfacher. Dort verändert sich das Nomen meistens nicht zusätzlich. Wir sagen der Frau, der Tasche, der Kinder, der Leute. Hier hörst du also vor allem die Änderung im Artikel, nicht unbedingt im Nomen selbst. Hier sind einfache Beispiele aus dem Alltag. Das ist das Auto des Mannes. Die Tasche der Frau ist neu. Der Name des Kindes ist Max. Die Farbe des Hauses ist weiß. So hörst du direkt, wie der Genitiv in normalen Sätzen verwendet wird. Die wichtigste Frage für den Genitiv ist, wessen? Wenn du fragst, wessen Auto, lautet die Antwort des Mannes. Wenn du fragst, wessen Tasche, lautet die Antwort der Frau. Diese Frage hilft dir oft sehr schnell, den Genitiv zu erkennen. Der Genitiv kommt nicht nur bei Besitz vor, es gibt auch viele feste Ausdrücke und Präpositionen mit Genitiv. Zum Beispiel am Ende des Tages, während des Urlaubs, trotz des Regens, wegen des Problems. Diese Formen sind besonders in geschriebener und formeller Sprache sehr wichtig. Auch hier schauen wir auf die Struktur. Erst kommt die Präposition, dann die Genitivgruppe. Also wegen des Problems, trotz des Regens, während des Urlaubs. Du lernst diese Verbindungen am besten als ganze Blöcke, nicht Wort für Wort. Im gesprochenen Deutsch hörst du oft auch von statt Genitiv. Zum Beispiel das Auto von dem Mann oder die Tasche von der Frau. Das ist im Alltag sehr häufig. Aber der Genitiv ist trotzdem wichtig, weil er in Büchern, Nachrichten, Prüfungen und formeller Sprache sehr oft vorkommt. Hier passieren sehr oft Fehler. Man sagt nicht das Auto des Mann, sondern das Auto des Mannes. Nicht der Name des Kindes, sondern der Name des Kindes. Und nicht die Tasche des Frau, sondern die Tasche der Frau. Achte also immer auf Artikel plus Endung. Probieren wir es kurz zusammen. Wie heißt es richtig? Das Haus Mannes. Die Farbe Autos. Die Tasche Frau. Am Ende Tages. Denk kurz nach. Die richtigen Antworten sind des, der, des. Die beste Lernstrategie ist, lerne den Genitiv in kleinen Gruppen. Zum Beispiel des Mannes, des Kindes, des Autos und dann der Frau, der Kinder. So erkennst du schneller die Muster. Des plus Bindestrich s Schrägstrich s bei maskulin und neutral und der bei feminin und oft im Plural. Merke dir, der Genitiv zeigt meistens Besitz oder Zugehörigkeit und beantwortet oft die Frage wessen. Besonders wichtig sind die Formen des Mannes, des Kindes,
der Frau und feste Ausdrücke wie am Ende des Tages. Wenn du Artikel und Endung zusammenlernst, wird der Genitiv viel einfacher.